Wie sie die Maßnahmen durchsetzen in diesen Wohnanlagen, da wird gewaltsam in Wohnungen eingedrungen und die werden dann desinfiziert, werden zugesprüht. Haustiere von positiv Getesteten werden oft in solchen Säcken gesammelt und getötet. Mit drastischen Maßnahmen gehen die Behörden in China gegen Corona-Ausbrüche vor. Die Folgen sind verheerend. Die Stimmung war radikal gekippt auf einmal. Was ist schiefgegangen im Land, das lange als Vorbild in der Pandemiebekämpfung galt? Und was hat die aktuelle Krise mit Spatzen zu tun? Wenn man die jetzige Situation in China verstehen möchte, lohnt sich ein Blick in die 1950er Jahre. Damals sucht der kommunistische Staatsführer Mao Zedong nach Wegen, die Ernteerträge in China zu erhöhen. Seine Idee: die Spatzen, die sich gerne über das Saatgut hermachen, sollen ausgerottet werden. In einer riesigen Kampagne werden Millionen von Menschen mobilisiert, die fortan Jagd auf die Vögel machen. Zu ähnlich drastischen Maßnahmen greifen die chinesischen Behörden heute ebenfalls. Ausgerottet werden soll diesmal aber kein Tier, sondern das Coronavirus. Und zwar komplett. Zero Covid heißt die Strategie. Um die Zahl der Corona-Fälle möglichst nahe gegen Null zu drücken, verhängen die Behörden großflächige Lockdowns. Sie stampfen Isolationszentren aus dem Boden und lassen täglich Millionen von Menschen zu Massentests antreten. So, tägliche Übung wieder. Ich gehe zu meinem PCR-Test hier bei uns in der Wohnanlage. Das ist Matthias Kamp, unser Korrespondent in China. Wir haben ein Fußballfeld hier, an dem normalerweise am Wochenende die Kids spielen. Ist vor Wochen schon zu einer Teststation umfunktioniert worden. Wenn ich tatsächlich positiv getestet würde, würde ich innerhalb von wenigen Stunden aus meiner Wohnung abgeholt werden und man würde mich dann in eines dieser Quarantänezentren bringen. Das sind dann zum Teil große Messerhallen, wo dann Pritschen aufgestellt sind und dann müsste ich dort so lange bleiben, bis ich negativ getestet bin. Ich müsste mich also freitesten. In den 50er Jahren ist die Kampagne zur Ausrottung der Spatzen ein großer Erfolg. Schätzungsweise 2 Milliarden Tiere werden getötet. Und nach nur wenigen Wochen ist China den lästigen Vogel los. Auch in der Pandemiebekämpfung zeigen die strikten Maßnahmen zu Beginn schnell Wirkung. China hat sich hier nach Ausbruch der Pandemie super geschlagen. Also es ging Anfang 2020 los. Sie haben sofort einen harten Lockdown verhängt in Wuhan, wo die Pandemie ihren Ausgang nahm und konnte dann praktisch 2,5 Monate später schon wieder aufmachen und öffnen. Das war ein Riesenerfolg. Wuhan wieder offen. Die chinesische Stadt hebt die Reisebeschränkungen weitgehend auf. Nicht nur epidemiologisch, auch wirtschaftlich scheint die Strategie aufzugehen. Im Jahr 2020 ist China die einzige große Volkswirtschaft, deren Wirtschaft trotz Pandemie weiter wächst. Glaubt man den chinesischen Staatsmedien, ist vor allem ein Mann für diesen Erfolg verantwortlich: Staats- und Parteichef Xi Jinping. Er wird gefeiert als Erfinder der Zero-Covid-Strategie und als Anführer, der sein Volk sicher durch die Krise bringt. Objektiv muss man ja sagen, zu der Zeit war das ein Riesenerfolg und dann ist Peking hingegangen und wollte den Beweis antreten, autoritäre Systeme sind eben bei solchen Krisen doch überlegen und wollte eben sein Modell auch als Modell für die Welt anpreisen. Durch die Erfahrung mit den Spatzen in den 50er Jahren müsste Chinas Regierung eigentlich gezeigt haben, wie gefährlich solche absoluten Lösungen sein können. Denn damals schafft Mao mit der Ausrottung der Vögel ein neues, noch größeres Problem. Heuschrecken können sich nun ungestört ausbreiten. Riesige Ernteausfälle sind die Folge, die Hungersnot verschärft sich. Auch heute steht China wegen seiner autoritären Maßnahmen vor einem neuen Problem. Nur ist es diesmal kein Insekt, das sich ausbreitet, sondern die hoch ansteckende Omikron-Variante. In China, wo die Menschen bisher kaum Kontakt zum Virus hatten, fehlt weiten Teilen der Bevölkerung ein ausreichender Immunschutz.
Gleichzeitig setzt die Regierung nur auf eigene, wenig wirksame Impfstoffe. Bessere mRNA- oder Vektorimpfstoffe aus dem Ausland sind nicht zugelassen. Das alles führt dazu, dass die Fallzahlen im Frühjahr 2022 zum ersten Mal seit 2 Jahren deutlich ansteigen. Und so bleibt der chinesischen Regierung nichts anderes übrig, als zu noch extremeren Maßnahmen zu greifen. Seit Montag ist die 14-Millionen-Stadt Tianjin im Lockdown. Die erste Stadt in China, so heißt es offiziell, die von Omikron betroffen ist. Und fast täglich kommen nun weitere Städte dazu. Zeitweise befinden sich im Frühling 2022 gleich mehrere Millionen Städte in teilweisen oder vollständigen Lockdowns. Darunter die Wirtschaftsmetropole Shanghai. Shanghai shut down. Eine der größten Städte der Erde. 26 Millionen Einwohner. Im drakonischen Lockdown. It's about 3 times the size of New York City's population. Es spielen sich unfassbare Szenen ab. Robot dogs patrolling streets, drones in the sky. Kinder mit Corona, die ohne Eltern im Krankenhaus sein müssen. Some kneeling on the ground, others dragged away. Haustiere von positiv Getesteten werden oft in solchen Säcken gesammelt und getötet. A heartbroken woman crying out that her loved one had died because of the lockdown. Da kippte die Stimmung radikal, es machte sich Unzufriedenheit breit und sie haben dann aus ihren Fenstern geschrien, als sie eingesperrt waren. Die Stimmung war radikal gekippt auf einmal. Nicht nur menschlich, auch wirtschaftlich hinterlassen die Lockdowns schwere Schäden. Die Folgen für den Rest der Welt sind eben unmittelbar dergestalt, dass durch die unterbrochenen Lieferketten, durch die Häfen, wo sich die Schiffe stauen, Europa und auch die USA zunehmend in den nächsten Monaten auf leere Regale in Supermärkten blicken werden. Ja, das ist das. Also Produkte werden nicht mehr ausgeliefert und es wird auch zu einer nachlassenden konjunkturellen Dynamik in Europa führen. Um die Heuschreckenplage zu bekämpfen, entscheidet Mao damals, Spatzen aus der Sowjetunion zu importieren. Sie sollen das ökologische Gleichgewicht wiederherstellen. Ein möglicher Ausweg für Xi Jinping wäre, wirksamere Impfstoffe aus dem Ausland zu importieren. Doch es wäre ein Gesichtsverlust, ein Eingeständnis des Scheiterns. Darum hält Xi Jinping weiter stur an seiner Zero-Covid-Strategie fest. Es hat sehr stark mit dem politischen System zu tun, auch damit, dass nicht unbedingt diskutiert wird über den vernünftigen Weg, sondern am Ende wirklich zählt dann die Herrschaft und das Primat der Partei. Mit der Zero-Covid-Politik scheint Xi Jinping China in eine Sackgasse manövriert zu haben. Es wird immer wieder Ausbrüche geben in China, immer wieder. Es wird auch größere Ausbrüche geben. Und die werden immer wieder zu Lockdowns führen, die werden immer wieder zu Disruptionen bei Lieferketten führen, mit anderen Worten zu einer lahmenden Wirtschaft. Und das wird uns noch eine ganze Zeit begleiten, nämlich so lange, bis hier nicht die Bevölkerung vernünftig durchgeimpft ist. Und das ist das Beunruhigende und das hat auch Auswirkungen auf Europa und auch auf die USA.